Ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Heute zum ersten Mal in der Winterkirche, hier im Gemeindesaal. Es ist noch nicht ganz so warm, wie ich es gehofft habe, aber also, wie sagt man so schön, es ist Luft nach oben. Ich werde nächste Woche mal mit dem Winter telefonieren, vielleicht muss man hier die Heizung irgendwie hochdrehen. Aber doch dennoch schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2023 und hier in diesem Gottesdienst zum Fest der Heiligen Drei Könige oder wenn es jemand liturgisch richtiger haben will, zum Epiphaniasfest, zum Tag der Erscheinung, also einer der alten Gottesdiensttermine für Weihnachten. Also von daher heute auch nochmal weihnachtlich. Deswegen steht hier auch nochmal eine Krippe, aber es sollen die drei Könige heute so ein bisschen im Fokus sein, auch wenn wir nachher nochmal ein Weihnachtslied singen. Traditionell, vielleicht hat es die eine oder andere gesehen, sind die Sternsinger durch die Straßen gezogen. Das ist ja eher katholische Tradition, die dann die Häuser und die Wohnungen gesegnet haben. Falls bei euch die Sternsinger nicht waren, also bei mir waren sie auch nicht, hallo, bei mir waren sie auch nicht, dann habt ihr hier Sternsinger zum selber machen. Ein kleiner Text für einen Haussegen, den ihr lesen könnt und daneben dran ist auch so ein bisschen Erklärung, was bedeutet das eigentlich. Ich hatte auch vor, wieder Aufkleber zu organisieren, die sind aber leider nicht rechtzeitig gekommen, vielleicht kriegen wir sie nächste Woche. Ja, abzukündigen, hier in diesem Saal werden wir jetzt auf absehbare Zeit bis in den März hinein Gottesdienst feiern, einfach um drüber Heizkosten zu sparen und hoffentlich den Raum hier ein bisschen warmer zu kriegen. Von daher gewöhnt es euch schon mal an. Es wird hoffentlich draußen dann irgendwann heller, dass man besser herfindet. Das ist das zum Abzukündigen. Abzukündigen ist auch, wir sind gerade in der Terminsuche für Gemeinderatssitzungen und auch für ein Treffen, wo wir uns gemeinsam normal als Gemeinde treffen. Einfach um zu gucken, wie gestalten wir denn jetzt das Jahr und die Herausforderungen, in denen wir gerade leben und die auf uns zukommen. Da kommt aber demnächst mehr, sobald wir unsere Terminfindung vor uns abgeschlossen haben. Das ist manchmal, weil andere Leute ja auch noch Termine haben. Dann gibt es eine Sache zum Abkündigen, die traurig ist oder schwierig. Ich will es jetzt einfach hier schon sagen und nicht einfach nur nachher im Gebet. Der Martin, den die meisten von euch ja kennen, also der Martin, der im Rollstuhl immer die CSD-Parade mitlaufen ist, dem geht es extrem schlecht, also wirklich arg schlecht. Für diejenigen unter euch, die an Wunder glauben und darum beten wollen, ihr dürft beten, mein Gebet ist dann bitte geschehe. Wir halten ihn und seine Familie im Gebet. Es geht ihm extrem schlecht. Er hat Corona gehabt und eine Lungenentzündung und dieser schon angeschlagene Körper hat halt gerade zu kämpfen. Wir wissen nicht, wo es hingeht, aber wir wissen, dass wir alle in Gottes Hand sind. Es ist so ein bisschen ein schwieriger Anfang von einem Gottesdienst, aber manchmal sind es auch Momente, wo Gottesdienst und Gemeinde wichtig ist, wo wir einander auch tragen. Deswegen, bevor wir jetzt anfangen zu singen und den Gottesdienst zu beginnen, lade ich euch ein, still zu machen. Guter Gott, sei du jetzt hier in unserem Gottesdienst, heiße du uns in dieser Gemeinschaft willkommen, die größer ist als dieser Raum. Trage du alle, die getragen werden müssen, in deinen Händen. Amen.
so begrüße ich euch nochmal, nicht mit An- und Abkündigungen, sondern mit Verkündigung. Seid willkommen, ihr seid willkommen im Namen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat, im Namen Jesu Christi, dessen Geburt wir feiern, und im Namen des Heiligen Geistes, die immer bei uns ist. Amen. Wir singen gemeinsam Tochter Zion. Noch einmal das weihnachtliche Freudenlied. Es ist, wenn ich mich nicht ganz irre, ich habe nicht nachgeguckt, nicht die Nummer 16. 13. Das ist die Nummer 13, danke. Und wir singen alle 3 Strophen. Der Rainer spielt uns eine vor und dann singen wir gemeinsam. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du hast uns in eine Welt von Raum und Zeit gestellt und durch die Erfahrungen unseres Lebens segnest du uns mit deiner Liebe. Gib, dass wir in der Hoffnung auf das kommende Jahr deine Gegenwart sehen dürfen. Dass wir erkennen können, dass deine Liebe am Werk ist in unserem Leben. Dass wir sehen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und doch wird es Zeiten im neuen Jahr geben, in denen wir deine Liebe nur schwer sehen werden. Gib uns die Fähigkeit, Hoffnung zu behalten und beschütze uns in den schweren Zeiten. Gib uns die Kraft, denen zu danken, die Gutes für uns tun und die zu segnen, die an uns schuldig werden. Und erinnere uns immer wieder daran, dass unser Anfang und unser Ende in deiner Hand liegen. Dass wir leben dürfen immer wieder neu, so wie das Leben siegreich bleibt, wie der Tod es nicht halten kann in Jesus Christus, dem Auferstandenen, so wie wir es in der Osternacht und jeden Tag und jeden Morgen feiern. Amen. Und so wollen wir uns am Anfang dieses Jahres, für dieses Jahr, glaube ich, den Frieden Gottes wünschen. Friede als Hoffnung Ausdruck geben, Friede als Bitte Ausdruck geben, Friede als Forderung an Gott Ausdruck geben. Ich glaube, manchmal können wir zu Gott auch sagen, jetzt wird es langsam Zeit. Lasst uns diesen Frieden so benennen. Einander zuwinken, einander die Hand reichen, einander Friede wünschen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft. Dieser Friede sei mit euch allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen. Und so hören wir das Evangelium. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha 5,1: Und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel werden soll.
beten. Guter Gott, sei du jetzt hier in unserem Hören, in dieser Gemeinschaft, die zusammenkommt um dein Wort herum. Wir haben uns Gedanken gemacht, was Weihnachten für uns bedeutet. Wir haben uns vorbereitet auf dieses Fest und haben es gefeiert. Und jetzt ist unsere Aufgabe, Weihnachten mitzunehmen in dieses neue Jahr hinein, das jetzt schon mit Herausforderungen auf uns wartet. Segne du daher meine Worte, aber vielmehr noch segne unser Hören. Segne uns, dass wir dich spüren jetzt. Amen. Liebe Geschwister, wie jedes Jahr haben wir auch wieder und wieder gehört, wie sich diese heilige Nacht vorbereitet hat. Also wie das alles geschehen ist in Vorbereitung auf das hin, was wir Weihnachten nennen. Wir hören, wie Menschen angesprochen wurden, wie Engel zu den Hirten kamen, die Hirten nach Bethlehem gingen und die Weisen einen Stern sahen und der musste ja auch vorbereitet worden irgendwann sein, also der kam ja nicht aus dem Nix. Wir haben das alles gehört. Wir haben vorher gehört, wie Maria, der Mutter, dieser Sohn verkündet worden ist. Wir haben all diese Geschichten gehört, die sich darum herum gruppieren und das, was das Geheimnis dieser Geburt ist, dass Gott bei uns ist, dass Gott in unserem Leben ist. Und dann haben wir gehört, wie in dieser Nacht in Bethlehem der Stern leuchtete, wie die Engel sangen, wie die Hirten und die Weisen kamen, wie ganz verschiedene Menschen auf einmal zusammen in einem kleinen Stall saßen. Und wenig später, wenn wir dieses Evangelium dann weiterlesen, dann hören wir, was mit Jesus passiert ist. Da ist diese Flucht nach Ägypten. Da ist diese Flucht vor einem Tyrannen, der die damalige Zeit sicher genauso furchtbar tyrannisiert hat, wie heutige Tyrannen das tun. Schon am Anfang der Geschichte Jesu ist Flucht und Vertreibung, ist in der Fremde sein, ist wieder heimkommen wollen ein Thema. Aber das darf vielleicht Thema für die nächsten Predigten werden. Weil, was wurde eigentlich aus den 3 Weisen? Wir wissen es nicht. Also das Letzte, was wir von ihnen hören, ist, dass sie einen Traum haben, dass sie nicht über Jerusalem, sondern über eine andere Route heim sollen. Damit hat es sich. Was wurde eigentlich aus diesen Hirten? Also das Letzte, was wir von denen hören, ist, sie zogen wieder heim zu ihren Hirten, sangen Gottes Lobpreis und waren irgendwie gut drauf. Was wurde eigentlich aus dem Wirt und seiner Familie? Also wir vermuten, dass der Wirt eine Familie hatte, weil sie kommt eigentlich nicht vor, aber wir gehen mal davon aus, weil allein so ein Wirtshausbetreiber ist vielleicht auch schwierig. Also da gab es bestimmt eine Wirtin. Von denen hören wir gar nichts. Was ist eigentlich mit uns? Also, da sind die Geschenke ausgepackt, das Weihnachtspapier weggepackt. Ein paar von uns haben es vielleicht auch schön sauber bügelt und zusammengefaltet, damit wir das nächste Mal wieder benutzen können. Was passiert eigentlich mit uns? Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was wohl passiert ist mit diesen Menschen, die dem neugeborenen Gottessohn begegnet sind. Und ich habe vor vielen Jahren schon eine Geschichte darüber geschrieben. Es ist nur eine Geschichte, in der Engel vorkommen und größere oder kleine Wunder eine Rolle spielen. Und vielleicht ist es nur eine Geschichte, aber vielleicht ist das eine oder das andere tatsächlich so passiert. Die Geschichte von dem, was nach der Heiligen Nacht geschah, oder wie ein paar Engel noch eine Weile auf Erden blieben. Schließlich war es doch noch ruhig geworden im Stall in Bethlehem. Die Hirten waren spät in der Nacht wieder zu ihren Schafen zurückgegangen.
Sie waren alle ein bisschen angetrunken und zogen laut singend durch die ansonsten stillen Straßen von Bethlehem davon. Wie nett von dem Wirt der Herberge, dass er noch ein paar Schläuche Wein spendiert hatte, damit sie ordentlich auf den kleinen Mann da in der Krippe anstoßen konnten. Auch die 3 Weisen hatten sich zurückgezogen. Irgendwie hatten sie es dank ein paar größerer Silbermünzen doch noch geschafft, eine Unterkunft in der ansonsten völlig ausgebuchten Stadt zu finden. Okay, sie mussten alle im gleichen Bett schlafen und es sollte in den kommenden Jahrhunderten viele, viele Bilder geben, wie die 3 da zusammengekuschelt im Bett lagen. Aber sie waren so müde gewesen und überwältigt, dass sie nicht einmal mehr eine theologische und ausführliche Nachbesprechung angefangen hatten über das, was sie erlebt hatten. Und das will etwas heißen bei 3 Weisen, die sich ein Zimmer mit einem Bett teilen mussten. Die Wirtsfamilie war auch im Bett. Schließlich würden sie morgen früh ganz bald wieder aufstehen müssen und hart arbeiten. Eine heilige Nacht voller Wunder hin oder her. Irgendjemand musste ja für die ganzen Gäste das Frühstück machen. Und selbst die Engelschöre hatten sich wieder in den Himmel zurückgezogen, um dort in der Ewigkeit weiter zu feiern mit einem Fest, wie es nur die Engel im Himmel feiern können. Und selbst der Stern über Bethlehem verblasste langsam. Er hatte seine Aufgabe erfüllt und wollte sich nun ein bisschen ausruhen. Nur ein paar kleine Engel trieben sich noch im Stall herum. Sie hatten keine Lust auf die Party der erwachsenen Engel. Die würden eh nur reden und es wäre total doof und langweilig. Und vom Engelglühwein würden sie auch wieder nichts bekommen, was total unfair und total uncool war. Auch wenn da eh kein Alkohol drin war. Engel brauchen nämlich keinen Alkohol, um zu feiern. Hieß es immer wieder, da seid ihr noch zu jung dafür. Sicher hätte man sie gleich schlafen geschickt. Aber ins Bett wollten sie noch nicht. Dazu waren sie viel zu aufgedreht. Also waren sie einfach heimlich noch da geblieben, als alle anderen Engel in den Himmel zurückgeflogen waren. Eigentlich war es recht langweilig. Maria und Josef schliefen erschöpft im Heu und auch das Baby war eingeschlafen. Ochs und Esel standen relativ dumm herum und es war absolut nichts los. Und so spielten sie im Gebälk des Stalles Verstecken und glaubten einander die Heiligenscheine. Sie tobten gerade ganz laut und beinahe hätten sie das Kind aufgeweckt, als sie ein strenges Räuspern hörten. Sie waren erwischt worden von einem der großen Engel, von einem der ganz großen Engel, einen von denen mit weißem Gewand und den ganz großen Flügeln und den hellen heiligen Strahlen. Es war der Verkündigungsengel gewesen, der sie erwischt hatte. Jetzt würden sie eine Standpauke bekommen, so viel war klar. Und so standen sie da als kleines Krüppchen, ließen schuldbewusst die Flügel hängen und hielten ihre heiligen Scheinchen in der Hand. Der große Engel schaute streng auf sie herunter, schüttelte den Kopf, schaute sie wieder an und seufzte. Was soll ich nur mit euch machen, sagte er, mehr zu sich selber und schwieg wieder eine Weile, was die kleinen Engel natürlich noch viel nervöser machte. Der große Engel seufzte nochmal und sagte, na, da ihr schon hier seid, könnt ihr mir genauso gut helfen. Und er erklärte ihnen, dass sie sich um diejenigen kümmern sollten, die heute Nacht hier gewesen waren. Die Weisen aus dem Morgenland, die Hirten bei ihren Schafen und die Familie des Wirtes. Er selber hätte auch noch etwas zu erledigen, aber darum sollten sie sich mal nicht kümmern. Sie sollten alle etwas vom Stall mitnehmen und ein paar von ihnen würden zu den Weisen gehen und ein paar zu den Hirten und die restlichen würden hier bleiben bei den Wirtsleuten in der Herberge. Die kleinen Engel waren froh, dass sie nicht nur ohne geschimpft zu werden davongekommen waren. Nein, sie hatten sogar eine wichtige Aufgabe bekommen. Das war ja noch viel besser als eine langweilige Party im Himmel oder ins Bett gehen müssen. Also sammelten sie schnell irgendetwas zusammen, das noch im Stall herumlag, und flogen mit ihren kleinen Flügeln so schnell es ging davon, bevor sich der große Engel es doch noch anders überlegte. Am nächsten Morgen wachten die Weisen auf in ihrem teuren Hotelzimmer.
Und schon beim Frühstück waren sie wieder am Diskutieren und Besprechen und Nachdenken und Verstehen wollen. Sie waren ja immerhin gelehrte Weise und die machen sowas schon beim Frühstück. Und sie erfanden schon bei diesem ersten Frühstück Ausdrücke wie Inkarnationstheologie. Und sie machten sich die ersten Gedanken darüber, wie ein innertrinitarischer Dialog funktionieren könnte. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das alles heißen soll, dann macht das nichts. Seit 2000 Jahren versuchen weise Frauen und Männer genau das herauszufinden und die sind auch noch nicht arg viel weiter. Jedenfalls merkten die drei Weisen auf einmal, dass sie nicht wussten, wie sie heimkommen sollten. Sie hatten so sehr auf diesen Stern geschaut und über ihre Deutungen nachgedacht, dass sie gar nicht auf den Weg geachtet hatten. Die Wahrheit war, dass sie keine Ahnung hatten, wo genau sie waren. Irgendwo ganz weit weg von daheim. So viel stand fest. Bei all ihren theologischen Diskussionen hatten sie vergessen, auf den ganz alltäglichen Weg zu achten, sich darüber Gedanken zu machen, wie so ein ganz normaler Tag ablaufen sollte. Sie hatten nur nach dem Stern geschaut und den Rest hatten sie sich aus ihrer gut gefüllten Reisekasse zugekauft. Wichtig war nur das Ziel gewesen, das sie im Stall gefunden hatten. Aber wie soll es nun weitergehen? Wie sollten sie nach Hause kommen, ohne den Weg zu wissen? Die kleinen Engel, die zu ihnen geflogen waren, klatschten vor Freude in die Hände. Sie sahen natürlich sofort, dass das genau das total ihre Aufgabe sein würde. Sie würden den drei Weisen einen Weg nach Hause und in die Zukunft hinein zeigen. Und das, was sie im Stall aufgehoben hatten, das passte auch genau dazu. Sie hatten nämlich Licht vom Stern eingepackt. Es hatte noch so schön geglitzert und gefunkelt da oben im Loch im Dach des Stalles, wie glänzendes Lametta. Dieses Licht würden sie benutzen, um den drei Weisen zu helfen. Nun können Engel viel, aber eben nicht alles. Sie können zum Beispiel, außer in der Heiligen Nacht, aber das war eine Ausnahme gewesen, nicht einfach die Naturgesetze missachten und einfach einen Stern zurück an den Himmel hängen, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Nein, das können auch die Engel nicht. Aber sie würden mit dem Licht des Sternes die drei begleiten. Sie würden ein bisschen davon in ihre Augen und Herzen legen und immer wieder Spuren davon in der Welt hinterlassen. Und so erinnerten sich die Weisen auf einmal an ein kleines Stückchen Weg. Nicht der ganze Weg. Der lag immer noch im Dunkel der Zukunft oder der Vergangenheit, je nachdem, wie man es sehen wollte. Aber sie kamen eine Tagesreise weit und sie fanden das Wirtshaus, wo sie in der letzten Nacht vor der Heiligen übernachtet hatten. Und dort redeten sie mit den Menschen, die dort waren. Und das war das erste Mal, dass sie das taten auf ihrer langen Reise. Sie hatten sich ja so nett mit den Hirten unterhalten. Warum nicht auch hier mal mit den normalen Menschen reden und hören, was die zu erzählen haben? Und tatsächlich, einer davon wusste, aus welcher Richtung sie gekommen waren, und so konnten die drei Weisen am nächsten Tag weiterziehen. Und so zogen sie Schritt für Schritt, Tagesreise für Tagesreise, Begegnung für Begegnung ihrem Ziel entgegen. Es war seltsam, ohne das ganz große Verstehen unterwegs zu sein. Aber irgendwie schien es, als ob der Stern immer noch leuchtete. Nicht dort oben im Himmel, aber in kleinen Aufblitzen in der Begegnung mit Menschen. Und eines Tages, da ritten sie über einen Hügel, der ihnen schon recht bekannt vorkam, und da lag vor ihnen ihre Heimat. Und sie hatten viel gelernt auf ihrem Weg. Die anderen Engel waren hinübergeflogen zu den Hirten, ganz so, wie es der Verkündigungsengel ihnen aufgetragen hatte. Und sie kamen gerade recht, denn bei den Hirten herrschte schon am frühen Morgen Streit und Geschrei. Nicht die Hirten untereinander stritten, dazu waren sie viel zu müde und sie hatten Kopfweh. Nein, es war ein Mann in sehr feiner Kleidung bei ihnen, der fürchterlich herumtobte. Was sie sich eigentlich gedacht hätten, einfach so davon zu gehen, sei
Unverantwortliches Kack! Er schrie und geiferte, ob Sie sich eigentlich vorstellen können, wie viel Geld er hätte verlieren können. Er sollte Sie entlassen, alle zusammen. Undankbar seien Sie, wo er Ihnen doch so großzügig einen Job gegeben hätte über die letzten Jahre, trotz der steigenden Nebenkosten, trotz der Situation mit den Römern. Und so ging es weiter. Und der Mann schimpfte die Hirten und er beschimpfte sie ganz schlimm. Das Erste, was die Engel machen wollten, war total viel Frieden über den Mann ausgießen. Dann wäre alles wieder schön friedlich, wie es am ersten Tag nach der Heiligen Nacht auch sein sollte. Aber dann schauten sie etwas genauer hin. Und weil Engel nicht nur die Gegenwart sehen, sondern auch die Zukunft und nicht nur das Offensichtliche, sondern auch die versteckten Zusammenhänge, sahen sie, dass ein bisschen Frieden hier nicht viel helfen würde. Denn was sie sahen, war eben nicht nur der Mann, sondern die ganze Geschichte, wie Menschen durch andere Menschen ausgenutzt werden und ausgebeutet. Wie sie in billigen Jobs nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen, während andere reich werden. Sie sahen große Banken, die sich tolle Hochhäuser bauten, und sie sahen Menschen, die nicht wussten, wie sie ihre Schulden bei diesen Banken bezahlen sollten. Und sie sahen, wie immer mehr der Gewinn von ein paar wenigen wichtiger wurde als die Qualität des Produktes oder der Arbeit. Nein, ein bisschen Frieden würde da nicht helfen. Aber dann grinsten sie einander an, denn sie hatten etwas anderes mitgenommen aus dem Stall. Sie hatten das Echo der Engelschöre mitgenommen. Und genau das legten sie den Hirten in die Ohren. Und so kam es, dass die Hirten trotz des Geschreis ihres Bosses etwas anderes hörten, nämlich ein Echo der Heiligen Nacht. Fürchtet euch nicht, hörten sie, und Ehre sei Gott in der Höhe. Es war nur eine Erinnerung, so wie man sich an einen Traum erinnert. Aber es war genug. Es war genug dafür, dass sie sich zusammentaten und zum ersten Mal ihrem Chef widersprachen. Erst ganz vorsichtig, immerhin hatten sie ja noch Kopfweh, aber dann gemeinsam ganz stark. Hey, sie hatten doch keine Angst vor den Engeln gehabt, da würden sie doch keine Angst vor den Menschen haben. Und sie taten sich zusammen und gemeinsam forderten sie eine Gehaltserhöhung und trockenes Feuerholz und bessere Schäferstäbe und einen freien Tag. Und sie gründeten die erste Schäferinnen- und Schäfergewerkschaft und eine Schafsgenossenschaft, mit der sie ihre Schafe direkt vermarkten und faire Preise für ihre Wolle erzielen wollten. Und immer wieder dachten sie daran, dass die Ehre Gottes auch gutes Verhalten Menschen gegenüber bedeuten kann. Und so veränderte sich das Schäfereigewerbe grundlegend. Es ist nach wie vor harte Arbeit, aber Angst würden die Hirten nie mehr haben vor anderen Menschen. Die Engel, die bei den Wirtsleuten geblieben waren, mussten am längsten warten, bis ihr Moment kam. Aus Winter wurde Frühjahr und Sommer und Herbst, und schließlich wurde aus dem Herbst wieder Winter. Die Arbeit in der Herberge ging ganz normal weiter. Das Geschäft lief durchschnittlich gut. Die Tage waren gefüllt mit viel Arbeit und hin und wieder einem kleinen Fest. Nichts, bei dem die Engel hätten eingreifen müssen. Es musste aber so um die gleiche Zeit gewesen sein wie letztes Jahr, als die Engel merkten, dass etwas nicht stimmte. Nun können Engel ja sehen, was wir Menschen nur fühlen können. Und sie sahen, wie die Welt um die Wirtsleute herum nach und nach grau geworden war. Am Anfang war es ihnen gar nicht aufgefallen, so langsam war es geschehen. Aber nun sahen sie es deutlich. Alles war grau, total langweilig. Es war Routine, Alltag. Jeden Tag das Gleiche, jeden Tag aufstehen, arbeiten, essen, schlafen, schlafen, essen, arbeiten. Und je grauer das Leben wurde, desto unfreundlicher wurden die Menschen. Nicht, dass sie miteinander stritten, nein. Sie hörten einfach ganz auf, sinnvoll miteinander zu reden. Das Alltägliche wurde noch besprochen, aber nicht mehr das, was wirklich wichtig ist.
Und selbst an sich selber bemerkten die Engel dann, dass auch sie grauer geworden waren. Ihre kleinen Flügel waren nicht mehr weiß, sondern hellgrau, wie Gardinen, die man zu lange nicht gewaschen hatte. Und ihre heiligen Scheine leuchteten nicht mehr richtig, und da merkten sie, sie hatten schon so lange nicht mehr gesungen. Es war allerhöchste Zeit, dass sie etwas unternahmen. Und so packten sie das aus, was sie eingesammelt hatten im Stall in jener Nacht. Die Freude, die in der Luft gewesen war, weil Menschen zusammengekommen waren, weil die Engel gesungen hatten und weil dieses besondere Kind, der Heiland, geboren worden war. Und sie packten es aus, verteilten es in der ganzen Herberge, sprühten es in die Ecken, hängten es an die Fenster und ließen es aus jeder Kerze herausleuchten. Auf einmal war da etwas in der Luft, etwas Besonderes. Die Wirtsleute konnten gar nicht genau sagen, was es denn war, aber sie beschlossen ganz spontan, ein Fest zu feiern. Es gab zwar keinen Anlass, aber dann erinnerten sich daran, dass es muss etwa vor einem Jahr gewesen sein, dieses Kind geboren worden war. Was wohl aus ihm geworden war? Und weil es damals so schön gewesen war, beschlossen sie, genau so nochmal zu feiern. Und sie luden die Familie ein und die Nachbarn. Und ja, die Hirten, die sollten auch kommen. Was war wohl aus dem kleinen Jungen und seinen Eltern geworden? Und aus diesen 3 Männern aus dem Ausland, die Geschenke gebracht hatten. Geschenke, das war eine gute Idee. Sicher nicht Gold und Weihrauch. Wer schenkt einem Kind schon Gold und Weihrauch? Also wirklich. Nein, ein paar nette kleine Sachen für die Kinder und Socken für den Wirt. Das war doch eine gute Idee. Es waren Socken und keine Krawatten. Krawatten waren damals noch nicht erfunden, sonst hätte er eine Krawatte bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Es war ein fröhliches, buntes Fest, das bis tief in die Nacht dauerte, und sie aßen und tranken und sangen Lieder, und es war irgendwie, als ob diese Freude der Heiligkeit jener Nacht wiedergekommen wäre. Und die Engel, die wieder über der Herberge schwebten, leuchteten ganz frisch in frischem Weiß und wussten, so ein Fest wollten sie jedes Jahr feiern. Ein Fest, das den Alltag unterbricht und die Menschen an die Freude jener Nacht erinnert. Nun werdet ihr fragen, was denn der große Engel gemacht hatte. Vielleicht denkt ihr, dass er Josef den Traum gab, damit er mit Maria und Jesus nach Ägypten fliehen sollte. Oder vielleicht, dass es sogar mitgezogen ist, um auf die 3 aufzupassen auf ihrer gefährlichen Reise. Aber dafür war ein Traumengel zuständig gewesen und eine ganze Menge Schutzengel. Der große Engel hatte eine viel schwierigere Aufgabe, die viel, viel länger dauern würde. Und so seufzte er ein 3. Mal, holte tief Luft und legte sein leuchtend weißes Gewand ab. Darunter trug er ganz normale menschliche Alltagskleidung. Und als er seine Flügel unter das Hemd gefaltet hatte, zeigte nur noch sein Heiligenschein, dass er ein Engel war. Den nahm er vom Kopf, faltete ihn sorgfältig zusammen und steckte ihn in die Hosentasche. Er musste nichts aus dem Stall mitnehmen, denn das, was er brauchte, das hatte er dabei. Und so machte er sich auf, der Verkündigungsengel, der gerade zum Friedensengel geworden war. Denn das, was er weiß, was er tun sollte, der große Engel, den Menschen erzählen, was er gesungen hatte. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Nun müssen aber die ganzen Heerscharen der Engel singen, dass die Menschen es hören könnten. Und es muss eine ganz besonders heilige Nacht sein, damit wir sie sehen. Und so machte sich der neue Friedensengel in der Verkleidung als Mensch auf den Weg. Er würde den Menschen immer wieder erklären, was Frieden ist. Er würde in vielen Friedensdemos dabei sein und Schilder hochhalten. Hin und wieder würde er vermitteln dürfen zwischen denen, die sich streiten, im Kleinen und im Großen. Er würde den Menschen Friede ins Ohr flüstern. Er würde vom Shalom Gottes singen und den Menschen immer wieder Friede ins Herz legen. Jener Friede,
die geschehen war in jener Nacht in Bethlehem. Er wusste, sein Weg würde ein sehr langer werden und dass er sehr viel Geduld brauchen würde. Aber als Engel hatte er diese Geduld und so ist der Friedenverkündigungsengel auch heute noch in der Verkleidung als ganz normaler Mensch bei uns unterwegs. Und wer weiß, vielleicht ist er heute gerade hier. Und auch die kleinen Engel sind noch unterwegs in unserer Welt. Denn sie hatten noch ganz viel übrig von dem, was sie im Stall zusammengesammelt hatten. Licht vom Stern von Bethlehem, das eine Richtung im Leben zeigt. Mut, aufzubrechen und die Welt zu verändern, weil die Engel gesungen haben. Und die Freude über die Geburt, etwas Neues, das den Alltag verändert ist. Und wenn wir ganz leise sind und zuhören und ganz genau hinschauen, dann können auch wir das Licht des Sternes sehen und die Worte der Engel hören. Und wenn wir dann Fest feiern, darf immer die Hoffnung bei uns bleiben, dass es doch noch Friede wird in unseren Herzen und in der Welt. Amen. Auch im neuen Jahr ist es wieder so, dass im neuen Jahr Rechnungen auf uns zukommen werden. Die bezahlen wir aus dem, was da drin ist. Wir haben ja lange hier einen Krug stehen gehabt, bei dem man beim Hinausgehen was reintun kann. Aber ich glaube, es ist schön, das als Teil des Gottesdienstes zu machen, dieses Einsammeln unserer Gaben. Und das sind nicht nur die Gaben von Geld. Manche von uns ist Geld etwas, was wir locker geben können. Für andere ist das richtig schwierig. Für manche ist es hier vorne stehen, aufräumen, aufpacken, aufbauen, Musik machen, was ganz locker geht, für andere nicht. Es ist ganz unterschiedlich, es ist aber das Gleiche. Es ist das, was diese Gemeinschaft hier möglich macht. Ich gebe euch diesen Beutel einfach in die Hände, lassen ihn durchgehen und während wir beten, dürft ihr, wenn ihr wollt, da was reintun. Lasst uns beten. Guter Gott, ein gutes neues Jahr. Das haben wir wahrscheinlich in den letzten Tagen oft gehört und oft genug auch selber gesagt. Daher bitten wir dich jetzt. Lege du in jedem dieser Wünsche das Wahrwerden. Segne du das Jahr, das vor uns ist. Segne uns, wenn wir uns dieses gute neue Jahr wünschen. Segne uns, wenn wir diesen Wunsch hören und fülle dieses Jahr mit Begegnungen, mit Licht, das uns nach vorne gehen lässt. Fülle es mit Fest. Fülle es mit Trost in den Tagen, wo wir Trost brauchen, und fülle es vor allem mit Kraft in allen Zeiten. Und so bitten wir dich, guter Gott, wir bitten dich für Martin. Und hier, guter Gott, geben wir auf. Ich gebe auf, Worte zu finden. Weiß keine Worte. Und so ist mein Gebet und unser Gebet für Martin. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir bitten für Martins Familie, seine Eltern, seine Schwester, für Kraft. Und wir bitten dich für uns, dass wir zur rechten Zeit die rechten Worte finden.
dass wir zur rechten Zeit die rechte Berührung tun können, dass wir wissen, wann wir da sein sollen und wenn wir einfach von der Ferne im Gebet dabei bleiben. Segne du diese Nacht und die Nächte, die kommen, bis du wiederkommst. Wir bitten dich, guter Gott, für Jochens Mutter, die mit einem Schlaganfall im Krankenhaus ist. Segne sie mit Kraft und Geduld. Segne ihre pflegenden und heilenden und richtigen Entscheidungen. Segne du überhaupt alle, die in diesen vielen Nächten zwischen den Jahren jetzt dort gearbeitet haben, wenig Zeit für Fest hatten, aber im Dienst am nächsten waren. Wir bitten dich für Bärbe, dass sie sich im Pflegeheim gut einlebt. Wir bitten dich, guter Gott, für uns, für all das, was hier nicht im Buch steht, sondern in unseren Herzen ist. Höre du, was wir in der Stille vor dich bringen. Guter Gott, und so danken wir dir. Wir danken dir, dass du uns einen neuen Anfang gibst. Nicht nur am 1. Januar, sondern in jedem Tag, jeder Stunde, jeder Minute, jeder Sekunde, in jedem Atemzug bist du neu bei uns, dürfen wir neu bei dir sein. Dafür sei dir Dank. Und so danken wir dir auch für all das, was wir geben können an unseren Gaben. Segne du sie, dass Gutes daraus wird. Amen. Während dieser Beutel noch durch die Reihen geht, wollen wir einen Moment still bleiben, still sein und von den Bitten und dem Dank für andere auf uns selber schauen. Uns vorbereiten auf das Ankommen im Fest Gottes. Lass uns still werden und all das vor Gott bringen, was wir wissen, dass in Gottes Händen gut aufgehoben ist. Guter Gott, guter Gott, dir sei Dank. Dir sei Dank für den Weg, den wir mit dir schon haben gehen dürfen. Dir sei Dank für den Neuanfang in jedem Moment. Dir sei Dank für die Zukunft, der du uns begleiten willst. So segne jetzt jede und jeden von uns. Nimm in Vergeben und Liebe alles von uns, was schwer ist. Und stärke in Liebe und Neuem all das, was gut ist, für uns und für andere. Sei du hier. Amen. So wollen wir von Weihnachten den Schritt machen nach Ostern hin. Ganz mutig. 33 Jahre überspringen und uns vom Fest in der Krippe und im Stall einladen lassen zu einem Fest in einem Raum, der vielleicht so ähnlich war wie dieser hier, so noch nicht ganz vorbereitet, aber doch schon ein Ort für Fest. Und das war es, was Jesus gesagt hatte in jener Nacht, die letzte sein würde, die er mit seinen Freunden zusammen feiern würde. Er sagte, geht
Bereitet einen Tisch. Ein Tisch für ein Fest, für uns und für andere. Lass dieses Fest das sein, was in Erinnerung bleibt und nicht die Tage, die kommen. Und sie deckten den Tisch, luden einander ein. Es waren viele da. Wahrscheinlich mehr als die Kirchengeschichte und das Dogma gerne hätten, die alle auf der einen Seite von einem Tisch saßen, wie ein berühmter Maler es gemalt hat. Nein, sie saßen miteinander da und redeten und tranken und aßen und feierten. Und während sie das taten, nahm Jesus Brot vom Tisch. Und es wurde still, weil sie wussten, es würde etwas geschehen. Und tatsächlich, Jesus nahm dieses Brot, dankte Gott dafür und brach es. Gab es ihnen und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird, zur Vergebung der Sünden. Wahrscheinlich verstanden sie nicht ganz genau, was er meinte, aber sie spürten, dass er ihnen da etwas schenkte, was wertvoller war als alles Gold und aller Weihrauch und alle Myrrhe, die an Weihnachten geschenkt worden war. Mit diese Stille hinein nahm er einen Kelch, gefüllt mit der Frucht des Weinstockes, dankte wiederum, gab ihnen den Seinen und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen und ewigen Bundes. Der Kelch des Heils für euch befüllt. Trinkt daraus alle, als ob ihr das tut zu meinem Gedächtnis. Sie nahmen diesen Kelch und tranken daraus und wahrscheinlich schauten sie einander an und waren sich nicht ganz so sicher, was das alles bedeuten würde. Aber sie spürten, er hat ihnen ein Geschenk gegeben, das Geschenk der Gemeinschaft. Und es sollte sie über 2023 Jahre tragen und noch viele, viele Jahre weiter in Gemeinschaft miteinander. Guter Gott, schenke du uns jetzt Brot, das wir brechen können, das uns nährt und Kraft gibt. Schenke du uns nun einen Kelch des Heils, der uns an Fest erinnert und uns Gemeinschaft schenkt. So du jetzt hier in unserem Feiern und segne uns. Segne uns in deiner Gegenwart in unserem Leben. Amen. Am Anfang dieses neuen Jahres, dass wir miteinander bestehen werden müssen, bestehen werden können, will ich euch einladen, ein Gemeinschaftsabendmahl zu feiern. Also einen großen Bogen zu machen, und während ich Brot und dann den Kelch austeile oder allein ein bisschen spielen, kriegst du dann Brot und Wein anschließend. Ich lade euch ein, so zu kommen, wie ihr seid. In CC-Gemeinden auf der ganzen Welt feiern wir diese Einladung als eine offene Einladung. Wir fragen nicht, was jemand kann oder hat, was jemand ist, sondern wir fragen nur: Fühlst du es, dass du das bist, dass du von Gott her schon immer bist, ein geliebtes Kind Gottes? Fühlst du es, dass du eingeladen bist, dann ist dein Platz hier. Kommt, wir sind alle willkommen. Kommt. In dieser Gnade, dieser unglaublichen Gnade wollen wir gehen, und wer es von euch bequem kann, den bitte ich dazu. Guter Gott, fülle du uns mit deinem Segen. Segen jenseits von Worten. Segen, der größer ist als Vorstellung. Segen, der schöner ist als alles, was wir uns erträumen können. Segne uns mit dem, was wir brauchen. Herr, segne euch und behüte euch. Und lasst sein Angesicht leuchten über euch und seid euch gnädig. Herr, heb sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Amen.